stelle Ihnen die Anwendung Produktionsbedarf vor. Hier eine Webapplikation, die auf der einen Seite den Produktionsbedarf an Material und den Lagerbestand passend dazu gegenüberstellt. Auf der Plantafel selber haben wir nun eine Produktion. Da geht es um 50 Stück. Wir ordnen dem diesen Rohmaterialbedarf zu. Da brauchen wir zum Beispiel das Blech mit Anzahl 0,3 pro Stück und es wird hier dann der Bedarf Eisenblech 15 davon aus dem Lager angemeldet. Diese Information wird durch automatische Aktualisierung dann auf diese Liste draufgeschrieben. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir mit Hilfe der Nummer PA 200 auf diesen Auftrag filtern können. Und wir sehen jetzt Shaper 2, das Objekt hier mit unserem Eisenblech von 15 Stück, die wir benötigen. Und wir sehen in der Gegenüberstellung Lagerbestand 115 verbleiben, nachdem wir das zugeordnet haben, auch genügend. Deswegen können wir, weil es nun heute Nachmittag schon ist, das gerne auch schon in die Bereitstellung bringen und wird der Status gesetzt. Hier natürlich auch in grün. Dann kann es natürlich auch passieren, dass wir in Lieferschwierigkeiten kommen. Nehmen wir mal an, wir gehen mal hier in eine weitere Produktion. Da haben wir jetzt auch dieses Produkt zu bearbeiten. In der Länge wird berechnet, bei 50 Stück brauchen wir 3,5 Stunden. Und wir werden jetzt das Material hier noch zuordnen. Da brauchen wir Kupfer, Rundstab 12 mm, brauchen wir auch pro Stück ein. Ergeben sich also auch hier 50. Dann schauen wir hier auf der Anwendung, dass wir da den Produktionsbedarf haben für Auftrag 1-102. Filtern wir mal drauf. Sehen also, auch hier haben wir noch genug. Jetzt sagen wir mal, dass wir hier auch dann reservieren. Und dann bekommen wir hier auch die Kennzeichnung, dass wir das Material reserviert haben. Jetzt geht es natürlich nochmal darum, die Lieferschwierigkeiten zu zeigen, wenn wir also in der Produktion Bedarf haben, können aber nicht aus dem Lager genügend bereitstellen. Da filtern wir mal nicht und sehen uns die ganze Liste an. Hier ist nichts rot gekennzeichnet, weil offensichtlich im Moment überall genügend da ist. Dann müssen wir ein Problem produzieren. Hierfür die Produktion 435 Stück brauchen wir Material und da brauchen wir also 3 von den Bolzen hier pro gefertigtes Stück. Das heißt, es werden 1305 angefordert und wir schauen hier dann nach, was wir dort im Lager haben dafür. Auch hier lohnt sich ein Filtern. Lagerbestand und hier haben wir nun also echte Probleme, dieses zu bekommen. Schauen wir mal nach Bolzen 3 mm, wie die Lieferzeiten sind. Haben wir also 7 Tage Lieferzeit. Jetzt müssen wir ja bestellen. Das heißt, wir werden hier für das Produkt Bolzen 3 mm fordern wir 2000 Stück an. Haben wir eine Bestätigung von unserem Lieferanten, dass wir 2000 Stück bekommen, aber erst in 7 Tagen. Das heißt, es kommt nun, wenn wir den Eingang dann dort schon mal vornehmen und gehen wir nochmal auf unseren Auftrag, filtern auf A-7. Wir bekommen das nicht rechtzeitig geliefert und wählen nun die Aktion Lieferschwierigkeiten, um in der Produktion zu übermitteln, das Material steht nicht rechtzeitig zur Verfügung. Und anhand der Lieferzeit, die hinterlegt ist von diesem Produkt, können wir jetzt eine Verschiebung sehen. Ich führe die Aktion durch und es wird hier auch in Rot gekennzeichnet. Die Produktion wird nun automatisch verschoben wegen Undurchführbarkeit.